Willkommen zu einem Update der Fäuling Lago 26. Wir sind am Attersee, im Union Yachtclub Attersee, in Attersee am Attersee und werden morgen die lange Wettfahrt mitsegeln. Start ist um 7 Uhr in der Früh und wir werden dann einmal eine ganze Runde um den Attersee segeln. Zuerst ganz nach Süden hinunter, dann rauf in den Norden und dann wieder hier vom Yachtclub ins Ziel segeln. In meinem Hintergrund ist das Boot und man sieht ganz klar, wir haben viel gemacht über das letzte Jahr. Das Boot war ein Jahr lang in der Werkstatt und wir haben jede freie Minute darauf herumgebastelt. Wir haben 2 große Ausleger draufgebaut, um praktisch das Crewgewicht besser zu nutzen und genauso einen ganz neuen Mast und ein komplett neues Rig gebaut. Der neue Mast ist jetzt fast 13 Meter lang und die Segelfläche ist noch einmal um ein gutes Viertel größer als beim alten Boot davor. Und wir haben jetzt schon 2 Wochenenden lang gut getestet und das fährt sehr gut, vor allem bei Leichtwind auch. Ja, der Start ist um 7 Uhr in der Früh schon, das heißt, wir müssen früh am Boot sein. Wir haben jetzt gesagt, dass wir uns um 6 Uhr am Boot treffen, umgezogen und schauen, dass wir dann möglichst schnell aufs Wasser kommen. Wir erwarten im Großen und Ganzen in der Früh jetzt keinen weltbewegenden Wind. Das heißt, wir rechnen damit, dass es nicht weit über 5 Knoten haben wird für die ersten 2 Stunden der Wettfahrt und werden deswegen unser Bestes geben, recht bald uns von dem Feld zu trennen und einfach dann mit dem frischen Wind vorne weg zu segeln. Die Crew für morgen wird am Steuer der Matthäus Hofer sein, der Großschotter Christian Nehammer. Ja, Trim dann ich, also Genaker und Fock-Trim. Und der Raffi ist unser Bugmann, Pitmann, der sich um alles Grobe kümmert. Und die wirklich freudige Unterstützung, sowohl an Land als auch am Wasser, ist der Peter Wagner und der Dominik hinter der Kamera. Nach fast 2 Jahren Regattapause geht es für die Lago 26 Foils erstmals wieder an die Startlinie. Man hat sich ruhiges heimisches Gewässer ausgesucht, um endlich auch ins Ziel zu kommen und das bei ausreichend Wind, sogar fliegend. Der Start an und für sich war ja, jetzt nicht ungefähr so, wie wir uns das vorgestellt haben. Es hat kurz vor dem Start dann ein bisschen angefangen, der West zu ziehen und davor haben wir so ein bisschen eine andere Windrichtung gehabt. Aber dann haben wir immer ein bisschen probiert, das nur auszubessern, hat aber nicht so ganz funktioniert, waren dann leider auf der falschen Seite der Startlinie. Und gerade eben am Anfang, also in der Früh, haben wir relativ wenig Wind gehabt und da war es natürlich nicht ganz einfach, dass wir so rauskommen. Sind dann aber relativ schnell durchs Feld durchgefahren, also haben innerhalb von einer Stunde eigentlich das ganze Feld durchfahren und sind dann eigentlich an 4. oder 5. Stelle gewesen. Das war natürlich super cool, vor allem weil wir jetzt auch wissen, dass das Boot halt wirklich bei so gut wie keinem Wind wirklich fahren kann. Das war natürlich ein bisschen, was uns auch richtig Motivation gegeben hat und dass wir richtig weiter pushen. Aber man muss sagen, wir haben das verhältnismäßig, also ich kenne es, für die letzten Jahre haben wir das super schnell und super gut gelöst. Also wir sind relativ schnell, wir waren innerhalb von 1,5 Stunden sind wir aus der Bug auch wieder raus gewesen. Was für die Verhältnisse am Attersee und gerade in dem Gebiet halt super gut sein. Am Ende waren wir dann eben bei 15 Knoten, da haben wir dann wirklich einmal geschaut, was das Boot auch so aushaltet auf der Kreuz, wie das fährt. Haben ein bisschen auch, also relativ viel mit den Trim und mit den Foils vor allem gespielt. Dann haben wir natürlich von Kammer runter wieder nach Attersee eine super coole Fahrwind gehabt mit dem Wind und haben natürlich da richtig cool endlich das Boot einmal ins Fallen gebracht. Sind bei 15 Knoten Wind, sind wir dann knapp 20 Knoten Fahrwind, also mit Kite und allem drum und dran runtergefahren. Es war ein bisschen sketchy am Anfang, einfach das Team war noch nicht so zusammengespielt. Wir haben ein bisschen gebraucht, dass wir das Boot wirklich im Griff gehabt haben, aber je weiter die Fahrwind gegangen ist, desto besser es war. Sind wir relativ stabil gewesen und sind richtig cool ins Fliegen gekommen und das hat natürlich auch super viel Spaß gemacht und gibt auch richtig viel Motivation jetzt für die Zukunft, dass wir da wirklich weitermachen. Ein paar Kleinigkeiten werden wir jetzt noch am Boot verändern. Haben schon wieder eine Liste geschrieben, was wir noch ein bisschen umbauen und herrichten wollen und wo wir noch was verändern wollen. Aber in Summe wissen wir jetzt, dass das Boot richtig gut fahren kann und vor allem, dass das Boot, so wie wir uns das gedacht haben und gebaut haben, auch wirklich funktioniert. Die lange Wettfahrt war einmal eine Regatta, die wir jetzt endlich einmal geschafft haben, dass wir ins Ziel fahren, nichts kaputt gemacht haben, dass das Boot wirklich so funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Vor allem nachdem, dass wir halt im Winter so viel umgebaut haben. Und das macht uns natürlich super happy und stolz, dass das jetzt wirklich so funktioniert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auf der Fahrwind extrem viel Wind fahren können. Auf der Kreuz bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Das gibt es einfach
einmal zum Herausfinden. Und das heißt, sobald wir mal Wind haben, werden wir schauen, dass wir sofort aufs Wasser kommen und einmal schauen, was da wirklich geht. Da braucht man natürlich dann halt, gerade wenn wir das jetzt probieren und das erste Mal versuchen, braucht man immer ein Begleitboot, dass wir einfach da eine Sicherung haben. Ja, war auf alle Fälle eine coole Regatta. Habt uns gefreut, dass alle dabei wart und mitgefiebert habt und auch eben euch interessiert, ob das funktioniert, was wir da machen. Und ich hoffe, dass das auch in Zukunft macht. Und ich hoffe, ihr seid auch die nächsten Male wieder dabei, wenn wir nachher da richtig Gas geben auf dem Boot und alles ausprobieren. Wir gratulieren zur ersten beendeten Regatta mit der Lago 26 Foils. Wie es weitergeht, seht ihr nur bei uns. Nicht vergessen, Candidate Sailing zu abonnieren.